Ja, herzlich willkommen und hallo zusammen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, diesmal nicht draußen, sondern ausnahmsweise mal drin. Das hat auch seinen Grund, weil es heute so ein bisschen hier um Technik und Equipment gehen soll. Das wird jetzt natürlich kein reiner Technikkanal werden, aber ich habe einige Fragestellungen, die ich immer wieder gefragt bekomme, hier mal zum Anlass genommen, um einfach ein Video zum Thema "Warum fotografierst du überhaupt?" mit MFT zu machen. Die Frage bekomme ich relativ oft gestellt. Du bist doch professioneller Fotograf, wieso fotografierst du denn mit MFT? Ja, und die Frage beinhaltet ja schon so ein bisschen professioneller Fotograf, MFT, das passt irgendwie nicht zusammen, weil das ist ja so ein kleiner Bildsensor und die großen Nachteile, die es da ja gibt, da kann doch gar nicht sein, dass du als Profi mit so einem System fotografierst. Aber ich möchte heute einfach mal in diesem Video euch die Gründe darstellen. Ganz persönlich, warum habe ich mich für dieses System entschieden? Also ich bin 2017 war es damals von Canon auch nach Vollformatausrüstung und auch einigen APS-C-Kameras von Canon in das erstmal spiegellose Lager gewechselt, weil ich einfach eine spiegellose Systemkamera haben wollte. Damals, 2017, gab es aber von Canon aus meiner Sicht zumindest noch nicht wirklich etwas Ernstzunehmendes. Und dann kam für mich letztlich Fuji oder damals hieß es noch Olympus zum Tragen. Ich habe beide in die Hand genommen, beide ausprobiert und habe mich dann letztlich für die Marke Olympus entschieden. So, ich möchte euch hier in diesem Video einfach nur mal meine persönlichen Beweggründe darlegen, warum ich mit MFT fotografiere. Das soll jetzt auch kein großer Vergleich sein. Welches System ist jetzt besser, Vollformat APS-C oder eben MFT, weil ein generelles besser gibt es für mich einfach nicht, da im Grunde jedes Kamerasystem in irgendeiner Beziehung immer einen Kompromiss darstellt. Für mich waren die Gründe oder sind es noch zum einen die Kompaktheit, die sehr gute Bildstabilisierung, die große Schärfentiefe, ja, das ist für mich auch durchaus ein Vorteil, die sehr, sehr guten Objektive, die es gibt und vor allem auch die Flexibilität des Systems und eben die geringen Kosten bei großen Brennweiten. Das war erstmal so eine grobe Übersicht der Punkte, die mich hier im MFT-System halten. Und auf die einzelnen Punkte möchte ich jetzt hier nochmal kurz eingehen. Erster Punkt hier, Kompaktheit. Man sieht das, ich habe hier die Olympus steht noch drauf oder jetzt eben OM System OM1 mit einem 300 mm f4.0, also eine Festbrennweite. Übertragen auf das Vollformat wäre das im Grunde ein 600 mm f4 Objektiv und ich denke, man sieht anhand der Abmessungen relativ schnell, was ich eben mit Kompaktheit meine. Gewicht spielt natürlich auch eine Rolle, jetzt nicht unbedingt bezogen auf die Bodies, weil da tut sich jetzt nicht mehr so viel. Auch die anderen spiegellosen Bodies sind relativ leicht und teilweise kompakt geworden. Jetzt eine Canon R1 oder eine Nikon Z9 mal ausgenommen, die halt schon relativ voluminös und damit auch schwer sind. Aber diese Kombination wiegt zum Beispiel 2,6 Kilo, also noch super leicht handelbar. Das gleiche zum Beispiel eine Canon R5 mit einem 600 f4, da sind wir bei 3,9 Kilo. Also schon ein relativ großer Unterschied, was das Gewicht angeht. Und das setzt sich auch bei den anderen Objektiven fort. Ich habe hier zum Beispiel ein 12 bis 100, Blende 4, durchgängig. Das wäre also ein 24 bis 200 mm. Und man sieht es auch an der Bauform, es ist relativ kompakt. Ja? Das heißt, je mehr Objektive ich mitnehme und eben auch bei meinen Fotosessions im Einsatz habe, desto weniger Gewicht trage ich natürlich auch mit mir rum. Die Stabilisierung ist sicher auch ein Thema und ein sehr, sehr großer Vorteil von dem MFT-System, eben weil man rein physikalisch einfach nur sehr viel weniger Gewicht zu stabilisieren hat, als es eben bei den großen Sensoren und auch den großen Objektiven der Fall ist. Ich kann hiermit locker mit einer Zehntelsekunde aus der Hand fotografieren bei einem Brennweitenäquivalent von 600 mm. Ob das jetzt mit einem 600 f4 auch so möglich ist, da bin ich überfragt, glaube es aber eher nicht, weil da fehlt mir in der Tat tatsächlich der direkte Vergleich. Aber auch mit dem 12 bis 100, was hier vor mir steht, da schaffe ich es locker 3 bis 4 Sekunden angelehnt an der Wand zum Beispiel aus der Hand zu fotografieren. Und das ist schon sehr beachtlich, finde ich. Also für mich, gerade auch im Pflanzen- oder im Makrofotografiebereich, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Vorteil.
Nächster Punkt sind die wirklich sehr, sehr guten Objektive. Ich habe jetzt hier zur Auswahl mal 3 Objektive stehen, das 45 1.2, das 12 bis 100 4,0 Pro und eben das 300er f4.0 Pro, womit ich eben meistens, oft auch gepaart mit dem Konverter, meine meisten Fotos mache, zumindest im Wildlife-Bereich. Wenn es in die Pflanzenfotografie geht, bin ich mit dem 40 bis 150 2,8 meistens unterwegs, auch für mich eins der besten Objektive hier im System für die Pflanzenfotografie. Klar, das Repertoire oder die Auswahl ist jetzt nicht riesengroß. Es gibt jetzt nicht 17 verschiedene Objektive des gleichen Brennweitenbereichs, die sich nur in Details unterscheiden oder auch von anderen Herstellern. Da sind andere Systeme sicherlich im Vorteil, wo es vielleicht auch mehr Fremdhersteller gibt, die man so auf dem Plan hat, wie Tamron oder Sigma zum Beispiel, wobei Sigma auch MF2-Objektive macht. Aber die Objektive, die es gibt, die sind eben wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen brauche ich nicht 5 mittelmäßige Objektive, sondern mir reicht eben ein sehr gutes, um damit eben fotografieren zu können. Ein Punkt, den ich eben auch angesprochen habe, den viele vielleicht verwundert, ist der größere Schärfenbereich, den man eben hat. Das ist ja auch immer so eine große Diskussion. Es wird einem ja sehr, sehr oft vorgelebt, sozusagen auch aus den Fotos, die man sieht, gerade im Wildlife- und Tierfotografiebereich und auch im Porträtbereich, da komme ich gleich noch zu. Das ist eben eine große Freistellung, so dass das ja ist, wo man nachstreben soll, und ohne große Freistellung ist ein Foto sowieso nichts. Man kann das Ganze aber auch umdrehen, denn wenn man sich so eher im Bereich der dokumentarischen Tierfotografie bewegt und da den Fokus nicht zu 100% trifft und er liegt bei den großen Systemen nur ein bisschen daneben, bei einer Offenblende 4 zum Beispiel, dann ist das Foto eben einfach unscharf. Und dadurch, dass ich hier bei gleicher Blende und gleichem Motivabstand eben eine größere Schärfeausdehnung habe, kann das gerade im Bereich der Pflanzen, aber auch der Tierfotografie durchaus ein Vorteil sein, weil wenn der Fokus eben mal nicht zu 100% sitzt, dann habe ich definitiv eben durch die physikalisch bedingte größere Schärfentiefe da für mich einfach ein Vorteil. Weiterer Punkt, das hängt so ein bisschen mit den Abmessungen zusammen, ist natürlich die Flexibilität. Ja, ich sehe das bei den Kranich-Workshops immer, weil ich mir die Kamera meistens hier zwischen die Beine auf dem Autositz lege und dann eben mal schnell aus dem Fenster raus hier mit den 600 mm Brennweiten-Äquivalent fotografieren kann und das super leicht handeln kann. Ein 600 f4 im Auto ist halt schon schwierig, wenn man da zu zweit oder zu mehreren sitzt. Klar, das geht auch, aber es ist eben einfach schwieriger. Das wird jeder wissen, der schon mal so ein Objektiv in der Hand gehabt hat und versucht da eben freihand aus dem Auto raus schnell reagieren zu müssen. Klar, jetzt komme ich doch wieder so ein bisschen in diesen Vergleich rein. Freistellung oder eben weniger Freistellung. Wenn ich hier das 300 f4 vergleiche, dann sind wir eben bei einem 600 f4 im Vollformatlager. Stichwort Äquivalenzdiskussion. Rein von der Belichtung her ist eine Blende f4 am MFT eben auch eine Blende f4 am Vollformatsensor. Nur die Freistellung entspricht eben einer Blende 8 am Vollformatsensor. Deswegen Vorteil größere Schärfentiefe, habe ich gerade schon was zu gesagt. Wenn ich dann aber die gleichen Belichtungssituationen habe, das heißt, ich habe eine kurze Verschlusszeit und auch die ISO-Empfindlichkeiten sind gleich, dann hat natürlich der große Sensor eben einfach Vorteile, weil wenn ich Bilder mit 6400 ISO bei beiden Systemen mache, klar, dann hat der große Sensor eben physikalisch bedingt eben einfach Vorteile. Und das ist auch für mich jetzt irgendwie nicht wegzudiskutieren. Klar kann ich dann sagen, Äquivalenzdiskussion, ja, dann muss man ja bei der Vollformatkamera eben auch die ISO-Empfindlichkeit um 2 Stufen höher stellen. Ja, das mag stimmen, bringt mir aber in der konkreten Situation nichts, weil wenn ich eine bestimmte Belichtungswerte brauche, dann muss ich eben nicht die ISO-Empfindlichkeit künstlich hochstellen, nur damit ich dann mit MFT vergleichen könnte. Ja, das ist so ein bisschen theoretisch immer dieser Vergleich. Ne? Klar würde ich mir manchmal in einigen Situationen eine größere Freistellung wünschen. Sowas äquivalent wie ein 400 mm 2,8, das gibt es eben im MFT-Bereich nicht. Es gibt ein 200 2,8, das stimmt,
aber ich habe dann eben die Freistellung nicht. Das heißt, wenn ich ein 402,8 von der Freistellung her haben möchte, dann müsste es ein 201,2 oder sowas sein, und das gibt es eben im MFT-Bereich nicht. Also das wäre so ein minimaler Bereich von Fotos, die vielleicht so 2% meiner ganzen Fotografie ausmachen würden, wo ich dann sage, okay, jetzt hätte ich ganz gerne mal die Freistellung, die gibt es aber eben nicht. Ne? Da sind wir eben wieder beim Stichwort Kompromiss. So, jetzt habe ich die ganze Zeit immer das 300 f4 mit dem 600 f4 verglichen. Da reden wir natürlich auch, was das Geld angeht, in völlig anderen Dimensionen. Ne? Wir sind eben bei einem 600 f4 eben mal bei 15.000 Euro, bei dem Objektiv bei 2.600 Euro. Dass es dann da prozentual gesehen von der Bildqualität her, vom Look einfach Unterschiede geben muss, das sollte eigentlich auch jedem klar sein. Nur wie groß die sind und ob die wirklich jemandem auffallen, das ist dann natürlich wieder eine andere Sache. Ne? Und da ich jetzt auch noch nicht zu den Kategorie Menschen gehört, die sagen, Budget ist mir völlig egal, ich will einfach nur das Beste haben, was es gibt, würde ich eben dieses Objektiv mir leisten können. Klar, ein 600 f4 wäre jetzt nicht unbedingt das, was ich mir als nächstes anschaffen würde. Ja, von daher muss man auch immer so ein bisschen gucken, das Verhältnis Qualität, was bekomme ich denn da raus zu dem Preis, den ich dafür bezahle. Ja, und dann kann ich natürlich sagen, okay, dann nehme ich mir als Vergleich vielleicht mal einen 100 bis 500 her. Da habe ich eine Offenblende von 7,1. Ja. Hier habe ich eine Offenblende von 4. Das heißt, da sind wir dann auch eben wieder in dem Bereich, dass ich bei dem Vollformatsender die ISO eben entsprechend wieder hochstellen muss, um eben diese fehlende Offenblende zu kompensieren. Und dann nivelliert sich der Vorteil so ein bisschen. Ne? Also sobald ich sage, Geld ist mir egal, habe ich sicher mit dem Vollformatsensor rein bildqualitätmäßig eine bessere Qualität erreicht, aber eben auf Kosten der Flexibilität und eben auf Kosten des Budgets. So, jetzt habe ich ja schon das Wort ISO-Empfindlichkeit des Öfteren erwähnt hier. Ja, das wird ja auch den MFT-Kameras immer nachgesagt. Ja, das rauscht ja ganz furchtbar und da gehe ich nicht über 800 ISO, dann ist der Dynamikumfang schon kleiner und dann werden irgendwelche Messcharts verglichen. Das kann man ja auch alles machen und das stimmt ja auf dem Papier alles. Es ist halt immer wirklich die Frage, die sich jeder persönlich stellen muss. Sehe ich den Unterschied und brauche ich diesen Vorteil wirklich? Ja? Dadurch, dass die Software zum Entrauschen auch definitiv in den letzten Jahren immer besser geworden ist, da muss man sich zum Beispiel nur mal DxO Purer 5 anschauen, ja, und Testversion findet ihr hier unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch ja mal runterladen und euch das angucken. Dann sind also auch 12.800 ISO-Fotos aus einem MFT-Sensor eigentlich überhaupt gar kein Problem. Ich gehöre jetzt auch nicht zu den Leuten, die großformatig irgendetwas ausdrucken, ja, wo man vielleicht noch Unterschiede ausmachen könnte. Das mache ich alles nicht und deswegen ist für mich dieses Thema ISO-Rauschen auch gar nicht so präsent, wie es bei den Teilnehmern oft ist und wie es eben auch auf verschiedenen YouTube-Kanälen und im Internet oft gemacht wird. Klar, physikalisch bedingt, gleiche ISO gibt es diesen Unterschied, nur ihr müsst eben für euch entscheiden, ist das relevant oder nicht. Ich habe für mich entschieden, ich weiß das zu handeln. Ja, das heißt, ich muss beim MFT-System noch genauer auf die Belichtung achten, dass ich nicht in die Verlegenheit komme, dunkle Bildbereiche zu stark aufzuhellen bei hohen ISO-Werten. Ja, wenn ich das alles beachte und die Schwächen so ein bisschen kenne, dann kann ich eben auch mit fotografischen Mitteln dagegen wirken und das Endergebnis dann letztlich verbessern. Und neben der Naturfotografie bin ich ja auch noch in den Familienreportagen unterwegs. Das heißt, ich versuche alltägliche Situationen, gerade auch mit Kindern, im Bild festzuhalten, wobei es mir nicht darum geht, bestimmte Dinge zu inszenieren oder Kinder in bestimmte Positionen zu setzen, sondern ich begleite eben Familien bei Alltagssituationen und drücke in dem für mich richtigen Moment eben auf den Auslöser. Da sagen ja auch viele, Porträts im Innenbereich, MFT mache ich nicht. Ne? Stichwort ISO-Empfindlichkeit, die Freistellung ist nicht groß genug. Da sind wir eben nochmal beim Thema, was wir am Anfang schon mal hatten, wo ich gesagt habe, dass die größere Schärfentiefe für mich eben manchmal ein Vorteil sein kann.
Ähnlich ist es auch im Porträtbereich, da eben viele Kunden diese super Freistellung, wie es zum Beispiel ein 85-1.2 oder 1.4 an einem Vollformatsensor liefert, eigentlich gar nicht haben möchten, weil was dann passiert ist, ich drehe den Kopf nur ganz leicht nach hinten und schon ist das hintere Auge in der Unschärfe und das möchten viele, zumindest meiner Kunden, einfach gar nicht sehen, sodass ich diesen Vorteil einfach gar nicht habe. Ja, klar, ich könnte natürlich in Innenräumen zum Beispiel ein 35-1.4 nehmen oder ein 35-1.8, was es eben rein von der Lichtstärke auch im MFT-Bereich wieder nicht gibt. Ja, auch da wieder fotografiere ich mit gleichen Belichtungseinstellungen, Blende, Verschlusszeit, ISO gleich, habe ich eben wieder den Rauschvorteil an dem Vollformatsensor. Wenn ich aber diese große Schärfentiefe gar nicht haben möchte, das heißt, ich müsste ein 85-1.4 auch wieder abblenden auf eine Blende 2,8 oder 4, dann verliere ich eben wieder auch den Vorteil in diesem geringeren Bildrauschen. Ja, und ich habe viele Familienreportagen gemacht und bisher hat noch keiner gesagt, das rauscht ja ganz fürchterlich, sondern man konzentriert sich eben auf die Situationen und betrachtet das Bild eben ganz anders, weil da eben Emotionen übertragen werden, gerade in diesen Familienreportagen. Und da geht keiner hin und vergleicht das in der 200% Ansicht mit dem gleichen Foto aus einem Vollformatsensor. Ja, das ist bei professionellen Porträtfotos, die eben eher in die künstlerische Richtung oder in den Beauty-Bereich gehen oder die irgendwelche Cover-Shootings machen, ist das natürlich was ganz anderes. Ist aber nicht mein Bereich, von daher bin ich auch hier mit dem MFT-Sensor, komme ich da ganz gut mit klar. Wie gesagt, man muss die Schwächen so ein bisschen kennen und eben dann dagegen arbeiten. Ob ich jetzt für immer mit MFT fotografieren werde, weiß ich natürlich nicht. Mich interessieren natürlich auch immer neue Kameras, wie zum Beispiel eine Panasonic S1 Mark II, würde ich auch gerne mal mit fotografieren. Ich sehe natürlich auch viele Kameras in den Bildbesprechungen, bei den Fotoworkshops, auch verschiedenste Kameraobjektiv-Kombinationen. Ich sehe so das Handling im Wildlife-Bereich und denke, dass ich da schon einen ganz guten Überblick habe und das für mich im Moment immer noch so einordne, dass eben das System hier aktuell für mich noch das ist, was ja das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat und die Punkte, die ich eben genannt habe, die mir eben auch wichtig sind, wie zum Beispiel die Flexibilität und das geringere Packmaß und auch das geringere Gewicht, für mich im Moment einfach noch überwiegen, sodass ich da aktuell jetzt noch keine Wechselambitionen habe. Wenn es eben doch mal Situationen gibt, wo man eben diese große Lichtstärke und die große Freistellung braucht, dann kann man sich ja auch andere Kamerasysteme ausleihen. Aber wie es eben bei einem Hobby so ist es selten so, dass man das kauft, was man wirklich braucht, sondern eben das kauft, was man meint, das müsste man jetzt haben oder das verbessert definitiv das Bild, wo man dann sagt, wenn ich jetzt das Objektiv hätte, dann wäre das Bild auch schöner. Ob das immer wirklich so ist, das muss letztlich jeder selber entscheiden. Ich komme da auch öfter mal ins Schmunzeln, wenn ich so gefragt werde, was brauche ich denn jetzt für ein Objektiv, wenn ich das und das machen will. Und man gibt dann eine Empfehlung ab und dann kommt schnell, ja, aber das 600 F4 hat ja die und die und die Vorteile. Wenn man dann sagt, naja, okay, wenn du das Geld hast, dann kauf's halt. Aber rein brauchen tust du das letztlich nicht. Ja, ein Punkt, den hatte ich noch so ein bisschen vergessen, sind einige nette Features, die mir gerade auch die OM1 hier bietet. Diese Geschichten mit dem Live-ND-Filter oder dem Live-Verlaufsfilter, wie es bei der OM1 Mark II gibt, ist für mich jetzt nicht so relevant, da ich es eben gewohnt bin, die normalen Glasfilter zu nutzen und ich das auch sehr gerne tue, greife ich darauf nicht so gern zurück. Was ich aber oft nutze, ist die sogenannte Live-Bulb-Funktion oder Live-Time. Gibt es verschiedene Einstellungen hier in der Kamera. Die zeigt mir eben bei längeren Belichtungen schon in einem gewissen Abstand immer, wie weit ist das Bild denn entwickelt. Das heißt, ich sehe den Fortlauf der Belichtung und sehe eben auch das passende Histogramm dazu. Und wenn man mal ein Foto hat, was man vielleicht 2, 3 Minuten oder teilweise auch länger belichten möchte, was bei mir durchaus öfter schon mal vorkommt, dann sehe ich eben direkt am Kameradisplay die Veränderung und kann eben an der einen oder anderen Stelle sagen, okay, Belichtung ist für mich jetzt okay, ich stoppe das jetzt.
und dadurch spare ich mir eben natürlich zum einen Zeit, ne, wenn ich das nicht habe und dann eben nach 3 Minuten plus nochmal 3 Minuten für den Dunkelbildabzug feststelle, oh, das ist vielleicht doch nichts. Da hat mir diese Funktion öfter schon mal Zeit gerettet letztlich, und das Arbeiten damit macht auch einfach Spaß, wenn man halt da durchgucken kann und eben sieht, wie sich dieses Bild entwickelt, finde ich irgendwo ein sehr, sehr schönes Feature. Diese Geschichte mit dem Starry Sky IF, nennt das Olympus, funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Wenn man Astrofotografie macht, Milchstraßenfotos zum Beispiel, dann ist ja oft das Problem, wie fokussiere ich denn jetzt eigentlich, wo fokussiere ich hin? Auch da hat Olympus ein sehr gutes Mittel gefunden, um einzelne Sterne eben zu fokussieren. Auch bei völliger Dunkelheit funktioniert das. Das hat mir auch schon oft sehr, sehr gut gefallen und sehr gut geholfen. Ja, das waren so aus meiner persönlichen Sicht die Gründe, warum ich hier mit diesem System fotografiere. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich auch noch länger dabei bleiben. Aktuell stehen jetzt keine neuen Objektivkäufe an. Ich habe mal ein Video gemacht, verlinke ich euch hier oben auch, zum 150 bis 400, was für Tierfotografie und Wildlife-Fotografie natürlich super geeignet ist. Ist natürlich auch wieder eine Investition, die ich im Moment noch ein bisschen vor mir herschiebe. Aber das wäre so das Einzige, wo ich sage, das fehlt noch im Repertoire und das könnte eventuell noch hier die Ausrüstung irgendwann mal ergänzen. Ja, ich denke, es wird die ein oder anderen Kommentare dazu geben, warum ihr das vielleicht anders seht oder vielleicht auch genauso seht. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Das waren jedenfalls mal meine persönlichen Gründe, warum ich hier mit diesem System fotografiere. Demnächst sehen wir uns wahrscheinlich eher wieder draußen oder auch nochmal bei dem ein oder anderen Technik-Review. Das wird ja auch immer ganz gerne gewünscht von euch. Vielleicht kommt da ja nochmal was in der nächsten Zeit, aber in dem nächsten Video wird es vielleicht auch mal um einige Apps gehen, die für Fotografen durchaus interessant sein können und die ich sehr, sehr oft nutze. In diesem Sinne wünsche ich euch, mit welchem System auch immer, viel Spaß bei der Fotografie. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch dalassen und den Kanal abonnieren, das wird mir sehr weiterhelfen. In diesem Sinne, viel Spaß weiterhin und tschüss, bis zum nächsten Mal.